Für viele Frauen ist das eigene Haar weit mehr als nur ein ästhetisches Merkmal. Es ist ein biologisches Barometer für den inneren Zustand des Körpers. Wenn die Bürste morgens voller ist als gewohnt, sendet der Organismus oft ein Signal, das in der Hektik leicht übersehen wird. Haare sind aus Sicht der Evolution ein metabolischer Luxus. Wenn Nährstoffe knapp werden, kürzt der Körper zuerst das Budget für die Mähne, um lebenswichtige Organe zu versorgen. Doch während unzählige Tinkturen und Shampoos nur oberflächlich wirken, gibt es ein Molekül, das als unangefochtener Champion in der Haarfollikelzentrale gilt. Es ist der architektonische Master-Key, der die Keratinstruktur festigt und den Wachstumszyklus am Laufen hält. Wer dieses Vitamin und seine synergetischen Partner versteht, hört auf, Symptome zu bekämpfen und beginnt die Wurzel des Problems buchstäblich neu zu füttern. Nummer 1. Biotin Vitamin B7. Biotin ist das wohl berühmteste Mitglied der Vitamin B-Familie, wenn es um die Haargesundheit geht, und das aus gutem Grund. Chemisch gesehen fungiert B7 als ein unentbehrliches Coenzym im Stoffwechsel von Aminosäuren, die wiederum die Bausteine für Keratin bilden, das Protein, aus dem dein Haar zu über 90% besteht. Ohne ausreichend Biotin ist die Produktion dieser Hornsubstanz gestört. Das Haar wächst dünner, verliert seine Elastizität und bricht vorzeitig ab. Biotin sorgt dafür, dass die Infrastruktur des Haarschafts stabil bleibt, indem es die Schwefelbrücken im Keratin festigt. In einer Welt voller verarbeiteter Lebensmittel ist ein Biotinmangel oft der stille Grund, warum das Haar seinen Glanz verliert und die Wachstumsphase sich verkürzt, was zu diffusem Haarausfall führt. Nummer 2. Vitamin D. Während Biotin für die Struktur zuständig ist, übernimmt Vitamin D die Rolle des strategischen Planers. Heutzutage wissen wir, dass Haarfollikel extrem sensibel auf den Vitamin D-Spiegel reagieren, da sie über spezifische Vitamin D-Rezeptoren verfügen. Vitamin D ist der entscheidende Faktor, der den Haarfollikel aus der Ruhephase zurück in die aktive Wachstumsphase katapultiert. Ein Mangel an diesem Sonnenhormon, der bei Frauen in nördlichen Breitengraden fast chronisch ist, führt dazu, dass die Follikel im Tiefschlaf verharren. Das Haar fällt aus, aber es rückt nichts nach. Nummer 3. Vitamin C. Oft ist Haarausfall bei Frauen gar kein direktes Vitaminproblem, sondern ein Eisenmangel. Hier kommt Vitamin C als der wichtigste logistische Partner ins Spiel. Ohne eine ausreichende Menge an L-Ascorbinsäure kann der Körper pflanzliches Eisen im Darm kaum resorbieren. Vitamin C ist notwendig, um das Eisen in eine chemische Form zu bringen, die die Darmwand passieren kann. Eisen wiederum ist der Transporter für Sauerstoff. Ohne Sauerstoff ersticken die hochaktiven Zellen der Haarwurzel regelrecht. Zudem ist Vitamin C essentiell für die Synthese von Kollagen, das die Blutgefäße in der Kopfhaut stärkt. Ein starkes Kapillarnetz sorgt dafür, dass alle anderen Vitamine überhaupt erst am Follikel ankommen. Vitamin C ist also der Türöffner für die gesamte Nährstoffversorgung deiner Haare. Und Nummer 4. Vitamin B12 und Folsäure. Haarzellen gehören zu den am schnellsten teilenden Zellen im menschlichen Körper. Dieser rasante Prozess erfordert eine enorme Menge an Energie und eine perfekte DNA-Replikation. Vitamin B12 und Folsäure sind hierbei das dynamische Duo der Zellteilung. Sie sind verantwortlich für die Produktion von roten Blutkörperchen, die den Sauerstoff bis in die winzigen Kapillaren an der Haarbasis tragen. Wenn diese Pipeline blockiert ist, oft durch einen schleichenden B12-Mangel bei vegetarischer oder veganer Ernährung, wird die Haarwurzel unterversorgt. Das Haar wird müde, verkümmert und fällt schließlich aus. Die tägliche Präsenz dieser B-Vitamine stellt sicher, dass die Zellteilung in der Matrix des Haares niemals ins Stocken gerät und die Haardichte konstant bleibt. Möchtest du jetzt noch wissen, wie graues Haar mit Zahnpasta und Zwiebeln wieder Farbe bekommt? Dann schau dir unbedingt das Video an, welches wir dir an dieser Stelle verlinken. Klicke direkt drauf.